Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Beim Dog, beim einzig wahren, doch unerreichten Fragrance Dog, a.k.a. Dennis, a.k.a. Fragrance Dog. So, Acqua di Gio Elixier. Ja, der 1000. Flanker, whatever. Und jetzt kommt das Elixier. Aber ich habe mir fast gedacht, dass das Elixier kommt. Und ich habe wieder eine kleine Abfüllung gehabt, die natürlich leer ist, von meinem Nachbarn. Natürlich, ne? Er hat ab und zu mal hier die Hand im Spiel, würde ich behaupten, weil er ab und zu mal für mich auch kleine Proben besorgt. Er ist natürlich auch inzwischen Fan geworden von Düften, schon länger natürlich. Und ja, haut da oder ist sehr interessiert an sehr neue Dinge und meistens immer so Abfüllungen, Proben oder bestellt er was, bestellt er die neuen als Abfüllung mit, whatever. Und ich habe jetzt von diesen Elixier Acqua di Gio eine Abfüllung bekommen, die ich natürlich getestet habe. So, und ich muss sagen, oder sagen wir mal so, braucht man das Elixier für ungefähr jetzt 105 Euro, 50 ml, runtergesetzt bei, ja, bei wen will ich, ist egal, im Netz für 105 Euro, normalerweise 125 Euro ungefähr, 50 ml. Braucht man diesen Duft, wenn man schon genug andere Flanker hat? Das ist die Frage und die möchte ich euch heute mal erzählen. Also, der Duft an sich ist natürlich, es ist ein Acqua di Gio Duft. Ja, er ist ein bisschen tiefer. Er hat Muskat drin, er hat aquatische Noten, er hat Veilchenblatt drin, er hat Patchouli und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, ja, es ist ein guter Duft. Ja, es ist ein guter Duft. Acqua di Gio und ich waren ja immer so, nicht so unbedingt Freunde. Also jedenfalls das Eau de Toilette. Inzwischen mag ich es, aber das kann auch mal wieder sein, dass ich es nicht mag. Das Elixier ist so, wirklich so, das stimmt auch wirklich auf so einer bestimmten Seite. Ihr wisst, dass das so ein bisschen so ein Zwischending ist zwischen den Acqua di Gio Profumo und Fahrenheit. Obwohl Leder ich auch nicht so, also im Background schon ein bisschen wahrnehmen. Aber ihr müsst jetzt nicht euch unbedingt so vorstellen, dass das jetzt unbedingt Fahrenheit, also ihr riecht oder Fahrenheit DNA raus. Nein, es ist ein sehr gelungener Flanker. Es ist das Elixier. Das ist natürlich jetzt schon fast High-End. Und die Frage ist, ob man denn das braucht. Braucht man überhaupt so viel Flanker, ist ja die Frage. Es ist, wie gesagt, ein schöner Flanker mit einem, ich habe ihn ja eingeblendet, coolen Flakon, aber es ist 50 ml eben. Ich weiß nicht, ob ich meine, irgendwo muss mal Schluss sein. Ich sage das ja jedes Mal. Bei Boss habe ich es auch schon gesagt. Irgendwo muss das zu Ende sein. So, ich weiß gar nicht, doch das Absolut hat Acqua di Gio schon, ne? Weil bei Boss ist es ja so, ich will jetzt nicht durcheinander kommen. Elixier, da habe ich gesagt, Schluss jetzt. Das Elixier ist gut geworden, aber dann kam noch das Absolut. Und das Absolut hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Okay. Das muss auch nicht so immer klappen, aber Boss oder Boss-Bottle-Reihe, irgendwie hat die schon was, ne? Aber da sind wir jetzt nicht, sondern bei einem Acqua di Gio von Armani. Und ja, also er ist schon tiefer, ein bisschen würziger, er ist sehr aquatisch frisch, das ist es schon, ne? Das Leder ist, naja, das wird wahrscheinlich jeder so aufnehmen, wie er oder die Nase, das bei manchen weniger, bei manchen mehr. Das Veilchenblatt, warum man gar nicht viel rumsülzen? Es ist ein frischer, aquatischer Duft. So, es ist aber nichts Neues erfunden und es ist auch keine andere oder neue DNA. Es ist, früher hat man gesagt, cool. Oder früher habe ich vor 1,5 Jahren noch gesagt, das wäre geil, wenn das jetzt so kommt, weil alle heutzutage, macht doch einfach einen Duft stärker oder besser, tiefer, runder und nicht, dass das Elixier, dass das Absolut, dass das Eau de Parfum komplett anderer Duft ist. Das gab es früher gar nicht. Früher war es einfach nur stärker. Gut, früher gab es auch nicht so viel Flanker, da gab es höchstens das Intense war mal, ne? Oder wer geht das Eau de Parfum? Aber dann war es nur stärker und roch nicht anders. Heutzutage riechen ja Düfte anders. Das macht jetzt das nicht. Es riecht also fertiger, vielleicht besser, whatever. Also ja, aber im Endeffekt braucht man wieder jetzt oder muss man sich das jetzt kaufen, wenn man das Eau de Toilette hat, wenn man das Parfüm hat, wenn das Eau de Parfüm hat, wenn man das Profumo noch hat und whatever. Und das geht so weiter. Die lange Story von Armani ist so für mich, ja, so leer wie der Tester hier. Es ist wieder Tester, also wieder ne, für die Probe. Es ist schwierig. Ich finde auch, dass nichts Neues kommt.
statt das Elixier von Acqua di Gio. Natürlich ist Acqua di Gio ist mit das meistverkaufteste Parfüm, also das Eau de Toilette aller Zeiten. Klar, da möchte man einen Ableger machen und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob das... Bringt doch mal was Neues raus. Chanel auch zum Beispiel, aber da sind wir auch nicht. Wir sind bei Armani. Und ja, man kann... Er ist gut. Okay, er ist gut, klar. Es ist das Elixier. Es ist feiner, dunkler, frischer, tiefer, mehr Volumen, ein bisschen Leder, bisschen Vibes, auf jeden Fall. Alles schön und gut. Aber ob er nötig hätte, weiß ich nicht. So, ob er bei mir einzieht, weiß ich auch nicht. Ich habe einige, ich habe aber auch nicht alle. Vielleicht, wenn er noch ein bisschen günstiger wird, weil das, ja, ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man das andere hat, notwendig. Zur Haltbarkeit und Sillage ist es eigentlich wie üblich. Es ist schon präsenter als die üblichen. Also er ist schon gut da. Haltbarkeit sind wir auch so bei 8 Stunden, 9 Stunden. Also das ist jetzt nichts alles. Auch das ist alles gleich geblieben. Der Duft ist im Endeffekt ein bisschen, na klar, was heißt gleich geblieben? Also ging so zum Eau de Toilette. Aber das ist auch von Haut zu Haut anders. Er riecht jetzt ein bisschen Volumen mehr, hat ein bisschen mehr Dampf gekriegt. Also minimal, aber auch. Und im Endeffekt, ja, aber ihr merkt, ich hätte auch, also, ja, also ich will den Duft ja nicht schlecht machen. Der Duft ist gut. So, Acqua di Gio ist Acqua di Gio. Der steht, das ist ein Klassiker inzwischen, ne? Das wissen wir. Ich habe ja eben schon erwähnt, meistverkauftes Parfüm oder wenn nicht sogar im Designerbereich das Beste, was das angeht, im Herrenbereich. Das Eau de Toilette. So, und da möchte man gern was machen. Und jetzt möchte man natürlich wie die anderen mitgeben. Elixier, Absolut, Intense. Haben Sie überhaupt schon Intense? Auf jeden Fall, Profumo wurde rausgenommen. Jetzt wurde das genommen. Hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten. Das Parfüm war schon gut. Ich glaube, ich bin schon gar nicht mehr überhaupt bei Sinnen. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Und dann kommt noch dazu, dass sie diese Version, die 2023 oder 2022 rausgekommen ist, jetzt noch mal eine Neuauflage geben. Also irgendwie haben sie auch einen Schatten, um das mal nett noch auszudrücken. So, also man kann den kaufen, wenn man nicht so viel davor hat, wenn man vielleicht das Parfüm auch nicht hat, ja, oder wenn man es abgerundet haben will und wenn man ein bisschen Geld über hat, kann man das machen. So, Elixier. Es ist, wie gesagt, ein guter Duft, aber was Neues wäre mal richtig schön gewesen, Armani. Und nicht Acqua di Gio oder whatever was, sondern komplett neue Line. Eine komplett neue Line. So, das geht übrigens auch für Chanel. Bitte mal. Bleu de Chanel war der letzte, ne? Bleu de Chanel. So, also Leute, reinhauen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, das ist mein Fazit ich habe ihn getestet und ja, irgendwann werde ich mir holen, aber dann muss er runtergesetzt sein. So kann er warten. Lassen wir es so stehen. Guter Duft, aber er kann warten. Das sollte eigentlich reichen. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder, schreibt mal runter, kennt ihr den schon? Und so weiter und so fort. Was haltet ihr von diesen ganzen Flankerwaren? Jedenfalls bei Armani ist es ganz extrem und Neuauflagen auf die Flanker. Ja, und dann würde ich mal sagen, bin ich raus.